Einige von euch haben gefragt, ob ich nicht auch ein Jahresfavoriten-Video nur in Bezug auf Fashion machen könnte. Und ich fand, das ist eine gute Idee, also mache ich das heute. Ich habe ja zwei so Wardrobe-Videos gemacht, also einmal so ein Spring-Summer-Wardrobe und einmal ein Autumn-Winter-Wardrobe, wo ich so Einzelteile oder Kombinationen zeige, die ich in der Saison häufig trage oder ja, denke, dass ich sie häufig tragen werde, weil ich die meistens am Anfang der Saison hochlade. Und da sind Stücke dabei, die ich tatsächlich auch immer sehr gerne getragen habe in der jeweiligen Saison, aber es sind eben auch ein paar Stücke dazugekommen, die ich entweder neu gekauft habe oder neu entdeckt habe, die ich einfach auch 2015 super gut fand. Und genau die zeige ich euch halt in diesem Video. Und mein erster Modefavorit 2015 war auch mein ultimativer Sommerbegleiter. Und zwar diese High-Waisted Denim Shorts von American Apparel. Das war echt wahrscheinlich das meistgetragenste Stück ever in diesem Sommer. Die ist einfach perfekt geschnitten. Ich konnte sie sehr, sehr oft kombinieren. Und eine Denim Shorts ist eigentlich sowieso ein Must-Have im Sommer. Und ich mag den Schnitt total gerne. Es ist halt, wie gesagt, high-waisted. Und sie erinnert irgendwie ein bisschen an diese Vintage Levi's Shorts, ist aber ein bisschen schmeichelnder, finde ich. Weil die Levi's Shorts ja meistens hier unten, dadurch, dass sie so abgeschnitten sind, sehr offen sind. Und die ist hier aber sehr eng anliegend am Bein. Und ja, sonst ist sie sehr klassisch gehalten, also von dem Blauton, aber auch einfach von dem Stoff. Es ist so ein richtig typischer, robuster Denim-Stoff, der aber doch sehr angenehm zu tragen ist. Also der wird halt mit der Zeit weich und ja, habe ich einfach ultra geliebt in diesem Sommer und ich werde die nächsten Sommer auch genauso lieben. Weiter geht's mit einem Badeanzug und in den letzten 2 Jahren haben so Badeanzüge wirklich so ein Revival gehabt. Also vorher waren Badeanzüge eher so für Muttis oder ich weiß nicht, war halt einfach nicht so beliebt. Aber dann kamen so Badeanzugmodelle raus, die echt schön waren, sehr schmeichelnd, meistens einen tiefen Ausschnitt hatten oder einen freien Rücken, was dann halt einfach noch ein bisschen mehr Sexiness reingebracht hat. Und da habe auch ich so den Badeanzug für mich gefunden. Und zwar ist jetzt blöd hier zu zeigen, aber es ist ein Badeanzug von der Caroline Blomst für Esprit-Kollektion. Und das ist eben so ein Neckholder-Badeanzug mit einem freien Rücken. Das ist ein Favorit von mir, weil ich den einmal rein optisch super schön finde. Also es ist irgendwie eine sehr stilvolle Badebekleidung. Und außerdem habe ich mich einfach jedes Mal wohlgefühlt in diesem Badeanzug. Also vor allem auch aber in den Tagen, wo es vielleicht ein bisschen bewölkter war, wo es ein bisschen kühler war, wenn man halt nicht so einen krass heißen Sommertag erwischt hat, dann ist ein Badeanzug eigentlich eine super gute Option gewesen, weil man halt ein bisschen bedeckter war. Und ja, außerdem auch für die Schwimmhalle ist es eine gute Option. Ja, also was Badeanzüge angeht, bin ich voll auf den Geschmack gekommen und das war eben mein Liebster in 2015. Im Sommer 2015 hat außerdem der schulterfreie Trend wahrscheinlich seinen Höchstpunkt erreicht. Und auch ich habe da so ein Teil für mich gefunden. Und zwar dieses Oberteil von Zara. Das ist so in so einem ziemlich strahlenden Weiß mit 7/8 Ärmeln und so einer Schleife. Und ja, das ist auch eins meiner Lieblingsteile im Sommer gewesen. Es ist halt super schön. Dieses Schulterfreie ist einfach nochmal eine neue Form von, wie sagt man, so Sexiness zeigen. Also nicht mehr Ausschnitt oder irgendwas anderes, sondern einfach die Schultern. Und sonst kann auch alles bedeckt sein, aber wenn man die Schultern sieht, ich finde, das ist einfach nochmal was super Schönes und Ästhetisches. Und ja, dieses Oberteil fand ich ist sehr einfach zu kombinieren gewesen. Und besonders zu sehr, sehr brauner Haut sieht das Oberteil super schön aus, meiner Meinung nach. Und ja, bin einfach super happy gewesen, dass ich das noch gefunden habe. Und freue mich schon, wenn es wieder warm ist, damit ich das auch mal wieder tragen kann. Weil im Winter ist es schon schwierig zu kombinieren. Wenn man da Jacken drüber anzieht, dann verrutscht es irgendwie so komisch. Aber für den Sommer ein super tolles Teil. Noch etwas, was im Sommer unabdinglich war, sind Sonnenbrillen. Und da war meine liebste Sonnenbrille diese hier von Celine. Die hat so ein Havanna-Muster und ein relativ rundes Gestell. Und die habe ich wirklich sehr gerne getragen. Ich setze sie mal auf. So sieht sie aus. Also, ja, also die ging einfach immer, obwohl sie jetzt keine komplett schwarze Sonnenbrille ist, hat sie dennoch zu allen möglichen Sachen gepasst. Und ich habe sie sehr gerne getragen, weil sie auch sehr bequem war. Also sie sitzt bei mir ganz gut, schön fest, obwohl sie so groß ist. Und ja, bin super happy auf jeden Fall mit der. So, mein nächster Favorit ist diese Hose von American Apparel. Und ich glaube, das ist eine Buntfaltenhose. Aber ich nenne sie auch gerne mal Operhose, weil sie mir irgendwie ein bisschen operlich vorkommt. Und diese Hose ist hier relativ locker geschnitten, ist high-waisted und an der Taille aber sehr, sehr eng anliegend. Also sie erzielt eher so einen Sanduhr-Effekt. Und die habe ich echt ultra gerne getragen, besonders
während meines zweiten Portugal-Urlaubs, weil das war so im August und da war es dann abends meistens schon ein bisschen kühler draußen und da war so eine Hose einfach perfekt, weil die war schön locker, flatterig, aber lang genug, um einfach noch so ein bisschen Wärme zu geben, aber ohne, dass man dann geschwitzt hat oder dass es unangenehm war. Und die habe ich super gerne zu so Cropped-Oberteilen getragen, weil sie halt high-waisted ist und dann einfach ja, die perfekte Höhe hatte. Und auch im Herbst habe ich sie ganz gerne getragen. Man kann auch ganz gut Leggings oder Strumpfhosen darunter anziehen, ohne dass man das dann von außen merkt. Und ich habe da ganz gerne meistens die Hosenenden ein bisschen gekrempelt, weil mir die sonst so ein Ticken zu lang war und das dann einfach ein bisschen cooler aussah. Dieses Modell von American Apparel hat mir super gut gepasst, aber ich finde eigentlich, dass es schon so ein bisschen überteuert ist. Also da gibt es zum Glück Alternativen, die sehr ähnlich aussehen und nicht so viel kosten wie diese Hose. Und die werde ich dann auf jeden Fall euch raussuchen und in der Infobox verlinken. Ich glaube, Mango hat öfter mal solche Hosen. Ein anderes Teil, was ich im Sommer förmlich gelebt habe, sind Birkenstocks. Und diese sind schon ziemlich abgelatscht. Also da müsste ich nächstes Jahr eigentlich schon wieder neue kaufen. Und ja, das waren eigentlich meine liebsten Sommerschuhe, weil echt, ich glaube, im Sommer habe ich zu 95% Birkenstocks an den Füßen gehabt, weil sie einfach super, super bequem sind. Und ich finde, dass sie rein optisch auch zu allen möglichen Sachen gepasst haben. Also da muss man irgendwie, das muss man mögen, weil es sind schon spezielle Schuhe. Also es ist so ein Stilbruch, den man dann reinbringt. Aber ich finde Birkenstocks einfach cool und ja, würde ich nicht mehr drauf verzichten. So, dann bin ich 2015 ein bisschen mutiger geworden, was Farbe angeht. Und da habe ich ganz besonders diesen Pullover sehr gerne getragen. Ein knallroter Pullover von French Connection. Und den habe ich sowohl im Sommer zu Jeans, Shorts oder Röcken, aber auch im Herbst und Winter zu allen möglichen Jeans oder Hosen getragen. Das gibt halt einfach mal endlich so ein bisschen Farbe in meinen Kleiderschrank. Und Rot, obwohl es eine so totale Signalfarbe ist, in Rot habe ich mich dann doch ganz gut gefühlt. Ich finde, das sieht schön aus zu einem ja, brünetten Typen. Und dieser Pullover ist einfach so cool strukturiert und ist nicht zu dick und auch nicht zu dünn, sodass man ihn auch in allen möglichen Jahreszeiten anziehen konnte. Und ja, auf jeden Fall ein Favorit von mir. Und ich bin gespannt, ob ich 2016 noch ein bisschen farbiger werde. Mal sehen, aber Rot ist auf jeden Fall schon mal approved. Mein nächster Modefavorit sind wieder Schuhe, aber diesmal so ein bisschen schicker. Und zwar diese Pumps von Jimmy Choo. Und das waren echt so meine Go-To-Schuhe, wenn es darum geht, so ein bisschen schicker gekleidet zu sein, ohne dass ich jetzt Mörder die High Heels auspacken musste. Die haben halt nur so ein Midi-Heel und das mögen manche Leute nicht, aber ich mag das sehr, sehr gerne, weil das so ein bisschen Absatz ist, so ein bisschen schicker automatisch, aber super bequem und einfach nicht too much. Also ich finde gerade dieses lässig-schicke total cool. Und diese Schuhe finde ich einfach zu Jeans super cool. Jetzt sei es Skinny Jeans oder Girlfriend Jeans, die so ein bisschen cropped und ein bisschen weiter sind. Finde ich super cool, gerade mit diesem Lack und dieser Spitze und diesen Slingbags. Finde ich einfach super schick. Immer noch lässig, aber hat halt nochmal so ein bisschen mehr was Feminines. Aber ich habe sie auch sehr gerne zu Midi-Röcken angezogen. Ich finde, dazu sehen die auch sehr gut aus. Es sind halt keine Partyschuhe, also sie sehen schon ein bisschen, ich sag mal, seriöser aus, aber ich finde das gerade cool. Ich finde die einfach super cool. Also es sind echt so mit meine liebsten Schuhe 2015 und auch in Zukunft, weil das einfach ein sehr klassisches, zeitloses Modell ist. Eine Sache, die ich 2015 geliebt habe und euch schon in meinem Autumn-Winter-Wardrobe-Video gezeigt habe, sind Hosen mit weitem Bein. Da habe ich euch eine schwarze so Marlene-Hose gezeigt, aber ich finde auch Jeanshosen mit Schlag super cool. Bei meiner Größe ist es allerdings schwierig, eine zu finden, die nicht irgendwie 30 cm zu lang ist und ich finde, Jeanshosen sind da schwieriger zu kulzen, weil ich finde, das sieht man dann immer. Aber dieses Jahr hatte ich dann das Glück und habe eine gefunden, die mir gepasst hat und zwar diese hier von Mango. Das ist so eine dunkelblaue fast schon, naja, so mittelblau mit Taschen vorne, sehr eng geschnitten an den Knien oder an dem Oberschenkel und dann halt eben mit Schlag unten. Und ja, dieses eng geschnittene ist super cool, das macht halt erst recht noch so ein schönes langes Bein. Ich finde, die perfekte Länge ist, wenn die Hosenbeine so kurz über dem Boden aufhören. Und das erreiche ich eben, wenn ich unter dieser Hose hohe Schuhe trage. Also flache Schuhe gehen gar nicht. Das können halt echt nur super lange Menschen machen.
Und ich trage da eben so am liebsten spitze Stiefeletten dazu, weil ich finde, dass diese Spitze, wenn es nur so ganz bisschen vorne rausguckt, finde ich, sieht am coolsten aus. Ja, also Hosen mit weitem Bein habe ich 2015 voll für mich entdeckt. Schlaghosen bringen einfach nochmal so ein bisschen was Modisches mit rein, weil ja, sie sind halt auch Trend, aber sie bringen halt einfach auch so ein bisschen Abwechslung in diese ganzen Skinny Jeans, die man über die ganzen letzten Jahre gesehen hat. Ich finde, da war man halt schon mal so ein bisschen, da war man einfach ein bisschen gelangweilt von und auch ich war gelangweilt einfach von meiner Garderobe und jedes Mal, wenn ich dann die schwarze Hose oder die Hose angezogen habe, fand ich, war gleich so, war ein cooles Outfit, bringt optische Vorteile mit sich und machen einfach Spaß zu tragen. Kommen wir zum letzten Favoriten und das ist halt eben eins, was im Winter sehr präsent war. Und zwar ist es dieser Pullover von COS und da spielen mehrere Faktoren mit, die diesen Pullover, der sehr einfach erscheint, zu meinem Favoriten 2015 machen. Und zwar ist es einmal die Farbe. Das ist so ein dunkelgrau mit, ja, was aber so hellgrau gefleckt ist. Also es hat so eine Struktur. Und die Form ist super cool. Sie ist sehr oversized. Nein, nicht oversized, aber sehr breit geschnitten. Weil super lang ist der jetzt nicht. Und super süß ist das Rückendetail. Und zwar ist es so eine riesengroße Schleife. Ich habe im Internet auch manche gesehen, die das vorne getragen haben. Aber ja, es ist eigentlich der Rücken. Und sonst eigentlich relativ simpel. Ein einfacher Pullover einfach. Aber es ist so ein typisches Wohlfühlteil. Also ich habe es ja immer so im Winter, dass ich meistens einen Pullover habe, den ich gefühlt jeden zweiten Tag anziehe. Und ich glaube, das ist so dieser Kandidat gewesen im letzten Jahr. Und auch momentan, also es ist ja noch Winter. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich glaube, manche haben den noch online, nee, nicht online, sondern im Laden sehen können. Online habe ich den aber nicht mehr gefunden. Ist schade, aber ich gucke mal, ob es vielleicht ähnliche Pullover gibt. Das waren meine Modefavoriten 2015. Dinge und Klamotten, die ich im letzten Jahr sehr, sehr gerne und sehr häufig getragen habe. Und ich glaube, vieles davon werde ich auch im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, immer noch sehr gerne tragen. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war so ein bisschen inspirierend. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!